Viele Missverständnisse in einer Bachelorarbeit beginnen mit einer einfachen Frage, die oft nicht klar beantwortet ist. Was soll diese Arbeit eigentlich leisten und was nicht? Viele Studierende beginnen ihre Bachelorarbeit mit einer gewissen Unsicherheit. Nicht unbedingt, weil sie zu wenig wissen, sondern weil nicht ganz klar ist, was eine Bachelorarbeit eigentlich leisten soll. Man hat ein Thema, vielleicht eine erste Idee, aber das Gesamtbild bleibt oft unscharf. Aus dieser Unklarheit entstehen im weiteren Verlauf viele Entscheidungen, die sich schwer greifen lassen. Eine Bachelorarbeit ist keine reine Fleißarbeit und auch keine Doktorarbeit im Kleinformat. Es geht nicht darum, möglichst viel Wissen darzustellen oder etwas völlig Neues zu erfinden. Im Kern erfüllt sie eine andere Funktion. Sie dient als Nachweis dafür, dass du in der Lage bist, eine wissenschaftliche Fragestellung selbstständig zu bearbeiten. Methodisch nachvollziehbar, strukturiert und begründet. Der Fokus liegt damit weniger auf einem spektakulären Ergebnis, sondern auf einem klaren und nachvollziehbaren Vorgehen. Hochschulen prüfen nicht, ob du alles weißt oder ob deine Ergebnisse besonders außergewöhnlich sind. Im Vordergrund steht, ob du wissenschaftlich denken kannst, ob du Entscheidungen begründen kannst und ob deine Arbeit logisch aufgebaut ist. Das hat eine wichtige Konsequenz. Eine klar strukturierte, methodisch saubere Arbeit wirkt in der Regel überzeugender als eine inhaltlich ambitionierte Arbeit, bei der die Logik nicht eindeutig erkennbar ist. Ein häufiger Ausgangspunkt ist, dass Studierende versuchen, ihre Arbeit von außen nach innen zu entwickeln. Sie beginnen mit dem Schreiben, bevor zentrale Fragen geklärt sind. Welches Problem wird eigentlich untersucht? Was ist die konkrete Fragestellung? Mit welcher Methode soll gearbeitet werden? Und welches Ziel wird verfolgt? Solange diese Punkte nicht klar sind, fehlt dem Schreiben die inhaltliche Orientierung. Ein hilfreicher Ansatz ist deshalb, den Prozess umzudrehen. Am Anfang steht nicht der Text, sondern die Klärung. Zuerst geht es um inhaltliche Orientierung, dann um Struktur und erst danach um die eigentliche Ausarbeitung. Sobald dieses Verständnis da ist, werden viele Entscheidungen im weiteren Verlauf deutlich leichter. Themenwahl, Forschungsfrage, Methodik und auch der Einstieg ins Schreiben lassen sich dann besser einordnen und gezielter angehen. Dieses Video ist Teil der Videoserie von Thesis Kompass, deinem Wegweiser durch die Bachelorarbeit. Wenn du dir mehr Orientierung im Prozess wünschst, schau dir gerne die nächsten Videos an.